Wenn man aus Deutschland wegzieht, gibt es viele Dinge, vor allen Dingen viele steuerliche Dinge, die man beachten muss und auf jeden Fall sich vorher drum kümmern muss. Ich denke da zum Beispiel an Dinge wie die Wegzugsteuer, Entstrickung, die beschränkte und die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Und mitunter ist es auch noch so, dass man Jahre nach dem Wegzug sich mit dem Finanzamt auseinandersetzen muss. Sebastian, du hast ein paar Beispiele zusammengesucht, die du mit deinen Mandanten erlebt hast, die wir jetzt besprechen wollen, um nochmal zu schildern, dass die Devise „Ich bin weg und mir ist es alles egal" auf gar keinen Fall die Devise ist, der man in dieser Situation folgen sollte. Sebastian, was ist denn deine Einschätzung zu diesem Thema? Ist die deutsche Finanzverwaltung nur ein zahnloser Tiger, um den man sich nicht wirklich kümmern muss und den man auch tatsächlich ignorieren kann? Oder ist es eigentlich was, wo man sich doch ernsthafte Gedanken drüber machen muss, bevor man wegzieht? Ja, also du hast völlig recht, ja. Die deutsche Steuergesetzgebung ist ein Monster und man kann sich ja fragen, naja, muss ich mich wirklich dem aussetzen, wenn ich im Ausland bin? Ja, wird das jemals alles geprüft? Warum soll ich mich scheren um das Finanzamt? Wer prüft, was meine GmbH wirklich wert ist, wenn ich ins Ausland ziehe? Wer prüft, in welchem Land ich mich aufhalte, ob ich dort einen richtigen Wohnsitz habe? Warum sollte ich den Fragebogen mit den 16 Fragen, der auf unserer Webseite ist, beantworten und nicht einfach in die Tonne treten? Wer soll jemals herausbekommen, was ich im Ausland verdient habe? Oder wenn ich zurück nach Deutschland komme, wer kann da schon letztlich beweisen, was ich da im Ausland gemacht habe, als ich weg war? Aber du hast mit deinen Mandanten, und wie gesagt, diese Beispiele sind wirklich so ein bisschen erschreckend, erlebt, es kümmert sich tatsächlich jemand drum und bloß weil ich nicht da bin, heißt es nicht, dass ich vom Schirm bin. Erzähl uns ein bisschen was. Ja, natürlich ist schon so, also da kümmert sich schon jemand drum, aber man muss natürlich schon sagen, ja, also dass es ja bei so vielen Deutschen mittlerweile einen Auslandsbezug gibt, sei es durch Wegzug oder Einkünfte aus dem Ausland, dass die Finanzämter natürlich nicht die Ressourcen haben, sich hier im Detail um jeden Fall zu kümmern. Das gilt natürlich insbesondere für jene, die komplett unbeleckt sind. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Personen, die relativ wenig verdienen, Studenten, Arbeitslose oder auch einfach Angestellte, die ins Ausland ziehen, die haben mit dem Finanzamt nie groß was zu tun, reichen keine Steuererklärung ein. Ich würde sagen, dass die hier auf den Radar des Finanzamts kommen, das ist relativ unwahrscheinlich, ja. Also wie berechtigt ist denn dann die Frage, wer findet raus, was ich im Ausland mache? Grundsätzlich ist natürlich die Realität genauso, wie du sagst, aber eben, man muss eben auch sehen, dass es einfach nur vielfach der Fall ist und nicht immer. Ja, natürlich prüft das Finanzamt regelmäßig Auslandssachverhalte, vor allen Dingen, wenn der Betroffene eine Historie mit dem Finanzamt hat. Auch das Glück hoffen, dass man nicht erwischt wird, ist nicht ratsam. Ja, man raubt ja auch keine Bank aus, weil man einen Weg gefunden hat, nicht erwischt zu werden. Ja, also das heißt, man muss wirklich, man kann nicht damit rechnen, hier dass man nicht erwischt wird oder das Finanzamt hier letztlich kein Interesse an meinem Fall hat. Und eins deiner Mantras, das haben wir auch schon auf verschiedenen Podcasts gehört, ist, jede Gestaltung, wenn man aus Deutschland wegzieht, um Steuern zu sparen, muss einer Überprüfung standhalten. Korrekt, genau. Also das heißt, alles, was man macht, muss legal sein, muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen in allen Ländern, die man hier berührt, durch Wohnsitz, durch Business oder was auch immer. Und nur letztlich dann ist man tatsächlich auf der sicheren Seite. Ja. So, und wie es zu so einer Überprüfung kommt, ja, da wollen wir jetzt mal also sprechen anhand von 11 konkreten Praxisbeispielen, die wir selbst, also die ich erlebt habe mit Mandanten. Ja, es ist oftmals einfacher, konkrete Beispiele zu besprechen, weil vieles klingt doch einfach wahnsinnig abstrakt und man kann sich dann wenig darunter vorstellen. Das erste Beispiel, Sebastian, illustriert für mich ganz, ganz toll, dass es nicht nur um Konten und Geld geht, sondern dass im schlimmsten Fall dir sogar was anderes weggenommen werden kann. Genau, absolut. Also der erste Fall ist im Grunde ein Mandant, der hat Deutschland verlassen, der war freiberuflicher Coach, hat sehr gut verdient, mehrere hunderttausend, war dann erstmal 2 Jahre im Ausland als Nomade unterwegs, hat dann den Wohnsitz in Spanien angemeldet, war die ganze Zeit nicht in Deutschland. Ja, und geht dann die Eltern in Deutschland besuchen, hat sich in Spanien einen Porsche gekauft, fährt mit dem Porsche von Spanien nach Deutschland. Die Adresse der Eltern ist auch gleichzeitig die Adresse, die das Finanzamt hat. Einen Tag nach seiner Ankunft, taucht die Steuerfahndung auf und eröffnet ihm, dass ein Verfahren eröffnet wird. Es geht um irgendwelche alten Umsatzsteuergeschichten und angeblich schuldet er Hunderttausende. Der Porsche wird direkt gepfändet von der Haustür und mitgenommen. Akten werden mitgenommen, ein Strafverfahren wird eröffnet. Also da kann man schon sehen,
ich meine, wie das Finanzamt gewusst hat, dass er jetzt konkret an diesem Tag an dieser Adresse ist, kann er nicht erklären, kann ich auch nicht erklären. Aber das sind Dinge, die passieren. Ne? Das nächste Beispiel ist, finde ich, ganz interessant, weil es illustriert der Zeitrahmen, wie lange sowas. Also so der Gedanke, ich ziehe weg und wenn die sich nach einem Jahr nicht gemeldet haben, dann ist es schon in Ordnung. Wie war das bei diesem Mandanten? Genau, also da ist ein Mandant von Deutschland nach UK umgezogen, macht alles korrekt, bei der Wegzugsteuer erklärt alles, er ist an mehreren Unternehmen beteiligt, die sind aber nichts wert, aber er macht alles korrekt. Und nach 3 Jahren kommt aus heiterem Himmel Post vom Finanzamt und die haben gesagt, die wollen den ganzen Umzug jetzt nochmal aufrollen. Die wollen jetzt vor allen Dingen wissen, ob er sich wirklich tatsächlich im Ausland aufhält oder weiter noch in Deutschland ist. Er muss dann für die letzten 3 Jahre für jeden einzelnen Tag erklären, wo er sich an diesem Tag aufgehalten hat. Ja? Also ich meine, grundsätzlich ist es natürlich jetzt nicht besonders schwierig, ja, man druckt einfach seinen Kalender aus, ja, Punkt. Dann jetzt also diese Aufgabe zu erfüllen ist nicht schwierig, ja. Natürlich verlangt das Finanzamt dann auch Unterlagen zu seinem Einkommen. So, jetzt muss man kurz mal Pause machen. Ich meine, natürlich könnte der Mandant sagen, schicke ich euch nicht, ich verweigere die Zusammenarbeit, ist nicht eure Sache, ich bin nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig. Aber was hat es für Konsequenzen, ja? Vor allen Dingen dann, wenn er später plant, nach Deutschland zurückzukehren. Also da muss man sich sehr genau Gedanken zu machen. Also der Mandant beauftragt also KPMG mit seiner Vertretung beim Finanzamt in Deutschland. Die Sache erledigt sich dann tatsächlich nach 6 Monaten, aber kosten natürlich 50.000 Euro. Ja. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Ansage. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, du hast es ganz deutlich gesagt, dass er tatsächlich alles genau gemacht hat, was er machen sollte. Also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er da irgendwie Formulare nicht richtig ausgefüllt hat, sich nicht richtig abgemeldet hat. Er hat sich auch mit der Wegzugsteuer, das ist ja so ein Thema, mit dem wir uns immer wieder befassen, auch damit hat er sich gemacht. Also das ist schon so ein bisschen beängstigend. Das nächste Beispiel fand ich ganz interessant, weil da sieht man, es betrifft nur nicht einen selber, sondern es kann auch Familienmitglieder mitziehen. Genau, also hier ist ein Beispiel von einem Mandanten, der auch von Deutschland nach London umgezogen ist mit Kind und Kegel. Der hat sich danach tatsächlich noch weniger als 30 Tage pro Jahr in Deutschland aufgehalten. Ja? So, dann gibt es eine vergrollte Ex-Mitarbeiterin in Deutschland, die zeigt ihn bei der Steuer an und sagt, dass er, wie Boris Becker damals, noch eine Wohnung in Deutschland hat. Es geht also um eine Einliegerwohnung bei der Schwiegermutter in Deutschland. Steuerfahndung rückt morgens um 6 mit Durchsuchungsbefehl bei der Schwiegermutter an. Der Mandant ist nicht da, der lebt in London. Die Polizei Steuerfahndung geht in die Wohnung rein, durchsucht die, findet dort einen Computer, den sie mitnimmt, mehr nicht. Es kommt dann auch zur Anklage wegen Steuerhinterziehung, weil er eben diese Wohnung angeblich nicht gemeldet hat. Das Verfahren wird hinterher eingestellt gegen 100.000 Euro Strafgeld und ca. 100.000 Euro Anwaltskosten zusätzlich. Auch hier kann man wieder sehen, meistens geht es aus wie das Hornberger Schießen. Ja, also muss man mal sagen, bei einem Strafgeld bietet ja letztlich die Behörde an, dass sie das Verfahren einstellt. Ja, wenn man hier, weil man im Grunde nicht nachweisen kann, die Anklagepunkte. Also das heißt im Grunde, er hat letztlich nichts falsch gemacht, ja. Und muss hier dennoch ordentlich bluten. Ja, vor allen Dingen, also du sagtest 100.000 Strafe und 100.000 Anwaltskosten. Das ist also eine ganze Menge. Das nächste Beispiel, da geht es um die Schweiz. Wir haben uns ja schon oft über die Schweiz und die Attraktivität, die die Schweiz bietet für Leute, die aus Deutschland wegziehen wollen. Du hast aber auch immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass man sich ganz genau an die Regeln hält, wann man wegzieht, was man wann macht, die Abfolge des Ganzen. Erklär uns doch ein bisschen an dem Beispiel, was du für die Schweiz hast. Genau, also hier hat man einen Unternehmer, der ist in die Schweiz umgezogen und nach 3 Jahren werden auf einmal seine Konten in der Schweiz gesperrt. Es kommt also raus, in Deutschland wird gegen ihn ermittelt, auch wegen irgendwelchen Umsatzsteuerthemen und die Schweizer Behörden werden um Amtshilfe gebeten. So, und das ist jetzt eine Sache, die man sich merken muss, denn wir wissen ja, dass normale Steuerhinterziehung in der Schweiz letztlich keine Straftat ist und da ist Amtshilfe von Seiten der Schweiz recht schwierig gegenüber Deutschland. Also es geht mittlerweile, ja. Aber es ist natürlich viel einfacher, wenn letztlich hier die deutsche Staatsanwaltschaft irgendwie präsentieren kann, dass da ein Verdacht vorliegt wegen Umsatzsteuerbetrug, weil das ist auch in der Schweiz strafbar. Und dann haben es die Schweizer Behörden sehr leicht, natürlich hier was zu machen.
Und ich meine, beim Thema Umsatzsteuer, das weiß jeder, selbst wenn man das sehr penibel macht und sehr genau, gibt es ja immer die eine oder andere Buchung, gerade im internationalen Umfeld, wo man möglicherweise etwas falsch macht. Es ist das sehr leicht, einem hier etwas zu unterstellen, was jetzt überhaupt nicht hier als bewusste Hintergehung oder Hinterziehung gemeint ist. Ja, also sehr leicht bei der Umsatzsteuer hier was zu finden, was man einem dann hier anhängen kann. Ja, so, daher also bei ihm hier wird dieses Gesuch gewährt, die Konten werden blockiert und das hat sehr lange gedauert, um das Ganze dann wieder zu bereinigen und sein Geld hier sozusagen wieder dann nutzen zu können. Im nächsten Beispiel geht es um Airbnbs. Airbnb, so ein Thema, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal in einem Airbnb übernachtet. Viele Zuschauer besitzen möglicherweise ein Airbnb. Erzähl uns über dieses Thema Airbnb in Thailand. Also viele wissen ja nicht, dass Airbnb hier Daten mit dem Finanzamt austauscht und letztlich zu allen Vermietungsfinanzamt informiert. Nicht nur in Deutschland, in vielen anderen Ländern auch. In dem konkreten Beispiel hatte eine in Deutschland lebende Mandantin ein Haus in Thailand dann entsprechend gekauft, was sie per Airbnb vermietet. Einen Monat später ist sie dann auch ins Ausland umgezogen, hat Deutschland verlassen, nicht nach Thailand, aber in ein anderes Land. Bei Airbnb war sie auch mit der deutschen Adresse leider registriert. Airbnb schickt also die Daten ans deutsche Finanzamt. So, dann nimmt das Finanzamt Kontakt auf mit der Mandantin und fordert umfangreiche Informationen zu ihrer wirtschaftlichen Situation an. Nicht nur zu dem Airbnb, sondern zu allen möglichen anderen Sachen dann auch. So, jetzt auch hier wieder steht die Mandantin vor einer Entscheidung. Ich meine, ich bin im Ausland, ich bin nicht mehr in Deutschland. Ich kann einfach sagen, hier, ich zeige euch den Finger, ihr kriegt gar nichts von mir. Aber die Frage ist, was sind die Konsequenzen? Vor allen Dingen, wenn sie später wieder nach Deutschland zurückkehren wird. Sie entscheidet sich natürlich dann, hier die Informationen dann dem Finanzamt zu geben. Wie gesagt, sie hatten letztlich auch nichts falsch gemacht. Da gab es natürlich dann auch keine steuerlichen Probleme und so. Aber nur um mal hier zu verdeutlichen, wie das Finanzamt an Informationen kommt. Jetzt die nächste Situation ist eine Situation, in der sich vermutlich sehr, sehr viele Mandanten von dir befinden. Die Mandanten verlassen Deutschland, ziehen ins Ausland, überlassen aber ihr Haus den Kindern und meinen so in die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland zu geraten oder davon profitieren zu können. Dem ist aber nicht unbedingt so, wenn ich dich richtig verstanden habe. In dem konkreten Fall ziehen eben ein Ehepaar ins Ausland um, und zwar nach Dublin, nach Irland, sind danach noch weniger als 30 Tage in Deutschland. Das Haus, was sie in Deutschland haben, wird kostenlos den erwachsenen Kindern überlassen. Die Familie oder das Ehepaar hat dann natürlich in Irland den Non-Dom-Status, das heißt, die Veräußerungserlöse sind steuerfrei. Der Mandant verkauft also ein deutsches Unternehmen dann, zahlt dafür dann natürlich auch keine Steuern. Aber das Finanzamt bekommt dies natürlich dann mit und beginnt dann mit der Prüfung. Jetzt schaut sich das Finanzamt die Situation an, schaut sich die Situation mit dem Haus an und kommt natürlich zu dem Schluss, dass der Mandant unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland ist, weil eben letztlich diese Überlassung der Wohnung, des Hauses an die Kinder nicht eine Aufgabe des Wohnsitzes tatsächlich ist, denn in dem Haus stehen auch die eigenen Sachen drin. Es ist also anzunehmen, dass es eine Rückkehrabsicht gibt. Somit ist der gesamte Veräußerungserlös, und wir reden von mehreren Millionen Euro, komplett in Deutschland zu versteuern. Das ist natürlich hart, wenn man also vermutlich sein ganzes Leben umgeplant hat und jetzt dann möglicherweise finanziell sehr damit bestraft wird. Ähnliche Situation beim nächsten Beispiel, da geht es um mein persönliches Lieblingsthema, die Wegzugsteuer, weil das ist, glaube ich, so ein Thema, was einfach viele Leute vollkommen unterschätzen, wenn sie sich aus Deutschland verabschieden. Da geht es um eine Mandantin, die hat eine deutsche GmbH. Jetzt nicht mal eine besonders große, paar hunderttausend Umsatz, zieht nach Kroatien um und hat also keine Ahnung von der Wegzugsteuer, hat keine Ahnung, dass es die überhaupt gibt. GmbH läuft ganz normal in Deutschland weiter. Nach 3 Jahren wird sie vom Finanzamt kontaktiert und es wird gesagt, naja, also hier, wir haben Ihre Steuererklärung erhalten, Ihre letzte, aber da steht gar nicht drin, dass Sie hier letztlich jetzt Wegzugsteuer zu bezahlen haben. Sie haben die Wegzugsteuer, die es zu bezahlen gibt, nicht erklärt. Die Wegzugsteuer berechnet sich so und so und dann wird hier der Mandantin ein hoher Betrag genannt, dass sie fast zum Stuhl fällt. Ja, und dann ist die einzige Lösung, die sie im Grunde hat, nach Deutschland zurückzukehren.
denn sie kann sich die Wegzugsteuer nicht leisten. Und mit dem Rückzug nach Deutschland wird ja auch dann die Wegzugsteuer nicht mehr fällig. Ja. Aber wie gesagt, also der Traum, in Kroatien zu leben, ist damit geplatzt. Die Kinder müssen wieder alle mit zurück nach Deutschland ziehen. Das Leben, was diese Familie dort aufgebaut hat, ist leider dann so nicht möglich. Viele dieser Beispiele sind, das ist schon sehr traurig in vielen Fällen. Irgendwie, Ja, also absolut, klar. Ja, also wenn du dir vorstellst, genau, das ist dein Lebenstraum. Ja. Dann hast du die bittere Pille, dass es im Grunde gar nicht geht, ja. Nee, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch Kinder betrifft. Und wenn die erstmal in der Schule sind und dann müssen sie wieder zurück, das ist ja auch für die eine große Umstellung. Deswegen, da fühle ich immer so ein bisschen mit. Jetzt geht es um den Schengen-Raum und die Aufenthaltsermittlungen, dass das auch so ein Thema ist, womit man sich durchaus auseinandersetzen muss und wirklich ein richtig gutes Verständnis dafür haben sollte, bevor man einen Umzug aus Deutschland plant. Also hier bei dem Beispiel geht es um einen Mandanten, der hat sich aus Deutschland abgemeldet, hatte beim Finanzamt keine Kontaktdaten hinterlassen. Das Finanzamt wusste also nicht, wo er wohnt. So, er hat einen Wohnsitz auf Malta, war digitaler Nomade, kommt nach einigen Jahren dann am Flughafen in Zürich an und wird in Anführungszeichen festgenommen. Also bin nicht wirklich festgenommen, ja. Aber die Beamten führen ihn eben in ein Hinterzimmer. Und dann erklärt ihm der Schweizer Beamte, dass es eben dort in dem System einen Suchvermerk zur Aufenthaltsermittlung gibt. Ja, dieser wurde eingetragen von der deutschen Polizei, beantragt vom deutschen Finanzamt, die den Mandanten nicht erreichen kann. Offensichtlich liegen Steuerschulden vor. Diese Aufenthaltsermittlung wird im ganzen Schengen-Raum durchgesetzt. Das Schengen-Informationssystem, das mit dem deutschen System POLAS integriert ist, enthält diese Einträge. Ja. So, also der Mandant wird jetzt eben aufgefordert von der Schweizer Polizei per offiziellem Dokument seinen Wohnsitz nachzuweisen, Führerschein, Meldebestätigung oder irgend sowas weiteres. Der Mandant, der ist jetzt noch relativ mutig, versucht das erstmal zu bluffen und sagt, dass er digital normal ist wohnsitzlos, er kann nicht sagen, wo er wohnt. So, dann sagt also der Schweizer Beamte zu ihm, ob es jetzt berechtigt ist oder nicht. Also das mag jetzt hier völlig hier im rechtsfreien Raum sein, aber der Schweizer Beamte sagt zu ihm, also wenn du die Info nicht hast, dann wirst du wirklich festgenommen, solange bis du die Info hier produzieren kannst, sozusagen in Beugehaft genommen. Tipp dann, nicht bluffen. Wenn man erwischt wird, sollte man es vermutlich einfach zugeben. Genau, also wie gesagt, und ich meine, man darf jetzt hier die Aufenthaltsermittlung, wie gesagt, das ist kein Haftbefehl oder sowas, ja, also darf man jetzt hier auf keinen Fall hier falsch verstehen. So, der Mandant zieht also dann seinen maltesischen Personalausweis raus und kann dann gehen. Ja, so ein Riesenproblem ist hier bei dieser Aufenthaltsermittlung zu beachten. Die wirkt nämlich verjährungsunterbrechend. Ja? Also das heißt, angenommen, man hat jetzt Steuerschulden und verlässt Deutschland und sagt, naja, okay, jetzt bin ich ein paar Jahre weg, ich hoffe, dass Sie es nicht merken und so weiter und so fort. Und dann verjährt ja ohnehin alles. Sobald das Finanzamt über die Polizei diese Aufenthaltsermittlung anstößt, wird die Verjährung zumindest an dieser Stelle pausiert. Ja? Also wenn das also Jahre dauert, bis ich wieder zurückkomme und es ist alles schon im Grunde genommen lange verjährt, dann bin ich möglicherweise, wenn diese Aufenthaltsermittlung läuft, immer noch hier verantwortlich und immer noch hier sozusagen in der Schuld zu zahlen. Vielen Dank. Bisschen erschreckend wiederum. Das nächste Beispiel fand ich total interessant, denn es geht nicht nur um meine eigenen Daten, sondern auch die Daten, die ein möglicher Kunde über mich hat und das Exposure, was man dadurch hat. Erzähl uns ein bisschen was zu diesem Kunden von dir. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen der Klassiker natürlich. Ja. Also das heißt, hier geht es letztlich um Betriebsprüfung beim Kunden. Wir haben das typische Setup. Der Mandant ist digitaler Nomade, hat eine US-LLC und stellt damit eine Rechnung an seine Kunden. In dem Fall sind die Kunden in Deutschland. Jetzt hat der Kunde des Mandanten eine Betriebsprüfung. Ja. Dem Prüfer fallen die LLC-Rechnungen auf und er fragt dann den Kunden nach Detail. Ist ja klar, dass der Kunde jetzt hier nicht irgendwelche Geschichten empfindet. Der Kunde sagt, das ist der Uli, der hat früher mal hier gewohnt, der ist jetzt digitaler Nomade. Ja, er hat keinen festen Wohnsitz, rechnet aber über diese LLC ab. Was beginnt dann, ist ja völlig klar. Dann wird genau unser Uli, unser Mandant, natürlich dann vom Finanzamt überprüft. Dann sind wir bei den ganzen Themen von erweitert beschränkter Steuerpflicht. Die haben ja Kontaktdetails
von dem Uli, denn der Uli kommuniziert ja hier mit seinem Kunden, also die wissen, unter welcher E-Mail-Adresse, Telefonnummer er zu erreichen ist. So, und dann muss Uli hier genau auspacken. Und wir wissen ja, wer keinen Wohnsitz hat und Deutschland verlässt, der ist möglicherweise noch für 10 Jahre dann in Deutschland steuerpflichtig für alle Einkünfte, die er jetzt als Freiberufler oder Selbstständiger ohne Betriebsstätte, das heißt also ohne Wohnsitz oder eben anderweitige Betriebsstätte erzielt hat. Er kann also recht schnell dann dazu kommen. Das nächste Thema auch total interessant, da geht es um Crypto und Crypto-Trading und wie das möglicherweise zu einem Verhängnis werden kann. Genau, also in dem konkreten Fall, da war der Mandant ein Student mit sehr geringen Einkünften, aber mit einem Faible für Krypto. Er zieht also nach Malta um. Ich bin mir jetzt nicht sicher genau, ob er in Deutschland abgemeldet war oder nicht, aber er hat definitiv nicht in Deutschland gewohnt, sondern hat sich auch die Mehrheit des Jahres tatsächlich in Malta aufgehalten. Hat er noch ein deutsches Konto? Da ist auch nach dem Umzug nach Malta noch die Adresse seiner Mutter in Deutschland hinterlegt. Und auf dieses Konto kommen laufend Ausschüttungen von Kryptobörsen drauf. In Malta gibt es den Non-Dom-Status, das heißt, die Einkünfte müssen, damit sie in Malta frei sind, steuerfrei sind, auf ein Auslandskonto erfolgen. Daher hat er also dieses deutsche Konto, nicht sein maltesisches Konto, angegeben. Damit ist nämlich in Malta steuerfrei. Also das heißt, da gehen relativ hohe Beträge auf dem deutschen Konto ein. Zehntausende im Monat, immer von irgendwelchen Kryptobörsen. So, eines Tages steht die Steuerfahndung vor der Tür der Mutter. Die Bank hat nämlich die Auszahlungen an das Finanzamt gemeldet, also die Auszahlung der Kryptobörse an das Finanzamt gemeldet und hier gesagt, dass diese Auszahlungen verdächtig sind. Und die Steuerfahndung hat natürlich dann sofort angefangen zu ermitteln. Auch hier natürlich hat sich der Sachverhalt relativ einfach klären lassen. Der Mandant konnte nachweisen, dass er in Malta wohnt. Er hatte versäumt, der Bank natürlich seine maltesische Adresse mitzuteilen. Die Bank hat sowieso keine Lust auf Kryptoeinnahmen, hat das Konto ohnehin geschlossen. Aber auch hier sieht man dran, wie wichtig es ist, sich hier an die richtigen Regeln zu halten. Ansonsten hat das nur Ärger zur Folge. Und dann als letztes Thema wollen wir uns ein bisschen über Steuerschulden und was für einen langen Schwanz die hinter sich herziehen können, unterhalten. Also hier haben wir einen Fall von einem Mandanten, der hat Einkommensteuerschulden in Deutschland, ungefähr 50.000 Euro und sagt sich im Grunde jetzt, naja, ich werde sie mal nicht bezahlen, ich verlasse jetzt Deutschland und ziehe in die USA um. Das ist ja letztlich hier nicht EU, da gibt es keine Amtshilfe oder ist zumindest nicht so einfach, ja, bei in Anführungszeichen so kleinen Beträgen. Meldet er auch so den Behörden und sagt den Behörden, ich wohne jetzt in den USA und er hat auch recht, während er in den USA ist, hört er nichts vom Finanzamt, überhaupt gar nichts. Dann hat er die Steuerschulden lange vergessen und denkt sich so, naja, das wird sich schon irgendwie erübrigt haben, zieht also nach Portugal um, gründet in Portugal ein Unternehmen, richtiges Unternehmen mit Mitarbeitern, Büro, macht eine schöne Webseite. Auf der Webseite ist er so als Gründer und auch als Geschäftsführer und so weiter abgebildet mit Namen, Details und so weiter und so fort. Natürlich auch seine E-Mail-Adresse und kurze Zeit später, vielleicht ein halbes Jahr später, bekommt er also eine E-Mail vom Finanzamt. Die sagen ihm, Sie sind ja früher vor ein paar Jahren in die USA umgezogen, da konnten wir jetzt leider wegen den Steuerschulden nichts machen, aber da Sie jetzt ja wieder in der EU wohnen, können wir jetzt hier Amtshilfe durch die portugiesischen Behörden beantragen. Wir haben sie einfach auf Google gefunden. Und kurze Zeit später kommt dann tatsächlich Post vom portugiesischen Finanzamt. Aus den ehemaligen 50.000 deutschen Steuerschulden sind nun 100.000 portugiesische Steuerschulden geworden, die das portugiesische Finanzamt eintreibt, wie wenn es seine eigenen Schulden sind oder es sind tatsächlich auch seine eigenen Schulden. Der Mandant musste also wohl oder übel an das portugiesische Finanzamt den Betrag bezahlen, weil ansonsten hätte gegen ihn in Portugal verstreckt werden können. Das ist natürlich ein echter Hammer, so wie alle diese Fälle. Was ich total interessant fand, als ich dir zugehört habe, war, wie individuell diese einzelnen Probleme und dadurch auch die Lösungen angepasst sein müssen. Und wie viel doch auch im Detail steckt. Also es gibt keine Lösung, so eine Blueprint-Lösung, die tatsächlich für alle Mandanten von dir funktionieren würde. Und ich weiß, du spezialisierst dich sehr darauf, individuell mit Mandanten zu arbeiten, genau Lösungen für ihre eigene Situation zu finden. Welchen Rat kannst du den Mandanten geben, nachdem sie sich vielleicht mit schreckgeweiterten Augen sich diese ganzen Beispiele angehört haben und sagen, Moment, ich habe zwar alles richtig gemacht, aber vielleicht sollte noch mal ein Experte drüber
Zuschauer oder Zuschauer, die sagen, so eine Lösung, die ich mir bisher zusammengeschustert habe, ist vielleicht doch nicht wirklich das Wahre. Genau, also ich sage immer, diese Überprüfung durch das Finanzamt sind real und passieren laufend. Ich könnte jetzt noch 25 andere Geschichten erzählen. Natürlich ist es so, du kennst vielleicht einen Freund, den Tobias, und der Tobias, der hat sonst was gemacht, ist ins Ausland umgezogen, hat hier seine Wegzugsteuer nicht erklärt oder hat an sonstige Regeln sich nicht gehalten, wurde nie erwischt und so weiter und so fort. Aber das ist so ein bisschen wie dieses Beispiel vom Rauchen, ja. Also jeder kennt irgendeinen Kettenraucher, der 85 ist und immer noch scheint zu sein, ja. Nichtsdestotrotz, die Hälfte aller Raucher sterben am Rauchen, ja. Also deswegen verlass dich nicht auf irgendwelche, wie man so schön sagt auf Englisch, anecdotal evidence. Die bessere Strategie ist, sich gesetzeskonform zu verhalten. Dann kannst du einer Überprüfung ganz locker ins Auge sehen. Wie wir außerdem sehen können, und das ist ja das auch das Entscheidende, ist das Finanzamt vielfach gar nicht auf automatischen Datenaustausch, Amtshilfe, Durchsuchungsbefehle und sonst was angewiesen. Das Finanzamt fragt bei einem Anfangsverdacht bei dir nach. Die wollen Unterlagen von dir haben. Die wollen Erklärungen von dir haben. Und dann musst du dich entscheiden, willst du in der Situation wirklich falsche oder unvollständige Informationen bewusst an das Finanzamt weitergeben und dich möglicherweise damit strafbar machen oder einfach gar nichts sagen? Würdest du die Kooperation verweigern? Ist das wirklich deiner Meinung nach die bessere Strategie, gerade wenn du nach Deutschland planst, irgendwann zurückzukehren? Oder macht es nicht mehr Sinn, dann einfach schlicht und ergreifend alle Informationen so aufzubereiten und auch nicht mehr? Ich rate immer davon ab, letztlich dann hier zu viel Informationen an das Finanzamt zu schicken. Ja? Also das Finanzamt hat eine konkrete Frage, dann wird diese konkrete Frage beantwortet und nicht noch 25 andere Fragen, denn daraus können sich dann wieder zig andere Fragen des Finanzamts ergeben und wohlgemerkt schlafende Hunde geweckt werden. Man verhält sich so, dass man nichts zu befürchten hat, man wählt Gestaltungen, die überprüfbar sind und man muss damit rechnen, dass es zu einer Überprüfung kommt. Wie es zu einer Überprüfung kommt, haben wir jetzt ja anhand von etlichen Beispielen hier genau illustriert. Dann kann man dem relativ gelassen ins Auge sehen. Natürlich trotzdem mag das manchmal heißen, dass man einen Anwalt bezahlen muss, dass man einen Steuerberater bezahlen muss und das ist unangenehm und kostet Geld. Aber ich glaube, eine Sache kann man dem Finanzamt in Deutschland zugutehalten und das ist ein relativ hoher Grad an Verbindlichkeit, wenn die das einmal geprüft haben. Ja? Also man muss dann wenigstens nicht damit rechnen, dass noch zig andere Prüfungen im Nachhinein kommen. Das wird dann vielleicht einmal angeschaut und ganz ehrlich, du bist ja wahrscheinlich dann sowieso im Ausland, da lässt sich das sowieso viel lockerer absitzen. Ja? Du musst ja keine Angst haben, dass die bei dir persönlich auftauchen. Du hast keine Konten in Deutschland, die können eh nichts von dir pfänden. Ja? Also, das heißt, du kannst es relativ locker aussitzen. Du beantragst einen Anwalt damit, der sich darum kümmert, ja, und dann lässt sich in den meisten Fällen die Sache regeln, immer unter der Annahme, dass du natürlich alles korrekt gemacht hast. Vielen, vielen Dank für diese ganzen Informationen und für diese wirklich tollen Beispiele. Alles Gute. Gerne, danke. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.